Hallihallo, herzlich willkommen auf dem Nico Stanizzo-Kanal. Hier, ich fange heute mal hinten an und probiere, was ich gemacht habe, nämlich fermentierten Senf. Und zwar 3 verschiedene Sorten. Gleich vorweg, der Link zum Rezept ist hier unten in der Infobox. Und genau, da ist das Ganze auch nochmal zum Nachlesen, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und da gibt es auch diese Etiketten zum selber ausdrucken. In jedem Fall dachte ich mir, ich probiere erstmal, wie das Ergebnis ist, damit du weißt, ob es sich lohnt, überhaupt weiterzuschauen. Und ich weiß gar nicht, was habe ich hier? Also hier habe ich einen Dijon-Senf gemacht. Hier habe ich einen höllischarfen Chili-Senf gemacht. Also ich vermute mal, dass er höllischarf ist, weil ja, der scharfe Senf kombiniert mit den scharfen Chili, das muss scharf sein. Und dann habe ich hier noch eine Kombination Honig mit Knoblauch. Ja, und da habe ich 3 Frankfurter Würstchen gegrillt und die sind jetzt nicht selber gemacht, aber das kommt demnächst auch dran, garantiert. Also, ich mache jetzt einfach mal hier schnell den ultimativen Test, bevor ich dir zeige, wie du deinen Senf selber machen kannst, denn ich muss sagen, das ist so super einfach. Also, mir läuft jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Ich mache das mal, ich mache das mal ein bisschen. Ich muss das auch ein bisschen rustikaler machen. So. Also, ja. Geil. Ich weiß, das sagt man nicht, aber es ist die Wahrheit. Schnell noch den Chili probieren hier. Also, die Basis für alle 3 Sorten, ist gleich. Ist das wirklich super easy gemacht. So. Okay, wie gesagt, ich bin etwas überdosiert, was scharf angeht. Für meinen Geschmack könnte das noch ein bisschen schärfer sein, aber egal, wie auch immer. Also, legen wir los. Ich zeige dir, wie du diese 3 Sorten Senf machen kannst. Das dauert 20 Minuten, das ist so einfach gemacht. Ey. Das Einzige, was du brauchst, sind die Senfkörner und dann, ja, legen wir los. Machen wir unseren Senf selber. Ja, vor lauter Begeisterung habe ich total vergessen, dass man auch noch neben den braunen und schwarzen Senfkörnern Honig braucht, Chili, Knoblauch, 3 Gläser, einen leckeren Apfelessig, Salz und Senfpulver. Als erstes habe ich dann die Chilischote klein geschnitten bzw. erstmal entkernt und dann in kleine Würfelchen geschnitten. Du kannst die Kerne auch drinnen lassen, je nachdem, wie scharf du das gerne haben möchtest. Also in den Kernen und in den weißen Trennhäutchen, da sitzt die meiste Schärfe und darum würde ich empfehlen, die rauszumachen, wenn du es nicht ganz so scharf magst. So. Dann als nächstes den Knoblauch kurz schälen. Eine Knoblauchzehe davon müssen wir uns beiseite legen und halbieren. Die kommt später in das Glas für den Dijon-Senf. Den restlichen Knoblauch habe ich dann fein gehackt. Du kannst den aber ganz einfach durch die Presse drücken. Also es ist nicht notwendig, das mit dem Messer zu machen. Ich habe nur keine Knoblauchpresse. So einfach ist das. Die Chili und auch den Knoblauch, die dünsten wir kurz in der Pfanne bei schwacher Hitze an, jeweils in 2 Esslöffel Olivenöl. Einfach, damit die nachher im Glas nicht anfangen zu gären. Den Knoblauch auch gerne schön braun anbraten und knusprig. Das ist noch leckerer. Ja, und dann kann man auch schon loslegen. Also eben wie gerade gesehen, die Basis ist für alle gleich. Es kommen in jedes Glas die gelben Senfkörner, dann jeweils 2 Esslöffel schwarze Senfkörner. Der schwarze Senf ist übrigens viel, viel schärfer als der braune. Dann brauchen wir Essig, 60 Milliliter pro Glas. Das mag viel erscheinen, denn oh ja, das ist ja sauer, aber nee, dem ist gar nicht so. Der Senf kommt nach dem Fermentieren sogar recht lieblich rüber. So, und dann brauchen wir noch Wasser eben als Flüssigkeit, damit uns der Senf nicht zu dick wird, und einen Teelöffel Salz. Und dann können wir jetzt auch schon individuell werden und fangen mit dem Dijon-Senf an. Da kommen jetzt also die aufgeschnittene Knoblauchzehe rein, die soll nur da drin liegen und ihren Geschmack abgeben.
noch 2 Esslöffel Weißwein, Honig und warum der Senf so gelb ist ganz einfach. Da kommt nämlich Kurkuma-Pulver rein. Ja, und das Glas können wir verschließen und das fermentiert jetzt 2 Tage bei Raumtemperatur. Da brauchen wir gar nichts weiter zu machen. So, das Prinzip für die anderen beiden Sorten, für den Chili-Senf bzw. für den Knoblauch-Honig-Senf ist gleich. Die Zutaten ins Glas geben, verrühren. Wenn man den Rand dreckig macht, bevor der Deckel drauf kommt, ordentlich sauber machen natürlich. Denn wir wollen ja nicht, dass irgendwas unter dem Deckel anfängt zu verrotten. Ja, wie gesagt, das Prinzip für die Sorten ist dann gleich. Das Rezept, ich wiederhole mich, ich weiß, der Link dazu ist hier unten in der Infobox. Da ist der Link zu meiner Homepage. Da gibt es das ganze Rezept auch nochmal zum Nachlesen. Da findest du dann auch die genauen Gewichtsangaben. Also, ja, ich denke, das Prinzip ist klar. Die Zutaten ins Glas geben, 2 Tage bei Raumtemperatur fermentieren lassen. Und dann muss der Senf natürlich noch püriert werden. So, jetzt habe ich hier erstmal versucht, die Knoblauchzehe wiederzufinden im Dijon-Senf. Irgendwann bin ich dann auch mal fündig geworden und habe die Knoblauchzehen entfernt. Und dann muss der Senf nur noch püriert werden. Und zwar ist das eine ganz individuelle Angelegenheit. Also je nachdem, wie fein oder wie grob du deinen Senf magst, entsprechend lange pürierst du den Senf. Ich denke, ich kann mir sparen, dir zu zeigen, wie ich die beiden anderen Senfsorten püriert habe. Das ist das gleiche Prinzip. Dann wollte ich dir hier kurz noch anhand des Dijon-Senf-Beispiels zeigen, wie man das Etikett befestigt. Hier in der Schale habe ich nämlich Milch. Und ja, das ist ein super Kleber. Und vor allen Dingen, das Schöne daran ist, das lässt sich nachher super leicht abwaschen. Also das Etikett lässt sich danach auch super leicht ablösen. Die Milch trocknet einfach, da passiert nichts weiter mit. Ja, und wie gesagt, also ich finde das ja furchtbar, diese aufgeklebten Etiketten, die man nicht abkriegt, wo man nachher noch Terpentinersatz verwenden muss, um die überhaupt jemals wieder abzubekommen. Und hey, mit Milch, das geht so super einfach. Ja, also, wie gesagt, auch die Etiketten zum selber ausdrucken. Der Link dazu in der Infobox unter dem Video. Ja, und das war's schon. So einfach kann man seinen Senf selber machen. 1, 2, 3 Sorten Senf. Die habe ich, wenn man jetzt mal die Zeit abzieht, die ich dabei verbracht habe, das mit der Kamera alles aufzunehmen, dann dauert das vielleicht 15, 20 Minuten und da sind die Dinger so weit im Glas. Und da müssen sie nur noch 2 Tage stehen, fermentieren und das bisschen pürieren hier und fertig ist der Senf. Also ich frage mich wirklich, warum ich das nicht schon immer so mache oder beziehungsweise warum ich die letzten 20 oder 25 Jahre Senf gekauft habe. Das ist ja echt bescheuert, das ist ja gerade so eine Sünde. Also, ich meine, selber gemachte Sorten. Der Geschmack ist selber bestimmt. Die Qualität, alles ist selbstbestimmt. Also ich werde definitiv nie wieder Senf kaufen, sondern nur noch Senfsaat und dann meinen eigenen Senf machen. Und ich hoffe, ja, dir geht es jetzt genauso und du möchtest jetzt loslegen, in die Küche gehen und Senf machen. Und wenn dem so ist und wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt. Und wenn du dem Kanal Nico Staniszok noch nicht folgst, dann sei so lieb, drück den Abonnieren-Button. Abonniere den Kanal Nico Staniszok, das hilft mir wirklich sehr. Das motiviert auch ein bisschen. So muss man schon sagen. Also, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und sage einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mal gucken, was wir dann für einen Senf machen. Tschüss.